Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin heute im MVG-Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft und bin jetzt hier beim Michael Kaintoch. Der hat sich spezialisiert auf ein Hobby, Spur Z, was ja an sich schon klein ist, aber noch viel kleiner mit engerem Radius. Ja, ich bin hier fast ausschließlich mit Shorties angetreten. Das ist eine Form des Hobbys, die aus Japan kommt. Es sind im Prinzip in Höhe und Breite maßstäbliche Modelle, aber in der Länge stark verkürzt. Das ist in Japan sehr gängig und mir gefallen die auch. Und ja. Das heißt, die brauchen einen wesentlich kleineren Mindestradius. Bei Märklin haben wir, glaube ich, so 14, 15 cm Radius. Ganz genau. Und hier haben wir 4,5, 5? 4,5 cm. Das ist auch ein industriell gefertigter Radius. Die Schienen werden so, kann man so kaufen und einfach zusammenstecken und das funktioniert. Dieser gläserne Zug, der hier auch verkürzt ist, den gibt es aber nicht als fertiges Modell. Doch, den fertigt Rokohan seit letzten Jahr, also 2023, ist in Japan auch ein irrsinniger Erfolg. Den kann man einfach so kaufen, beziehungsweise das ist so das Prinzip bei den Shorties, die kommen als ein Gehäuse und ein Gussteil, das nicht rollen kann, und wenn man es dann fahrfähig machen will, dann kann man noch das mal anschauen? Chassis dazu kaufen. Selbstverständlich. So ja. Da nehmen wir hier mal das Hütchen ab. Das hier ist so ein motorisiertes Chassis. Da sieht man hier einen 6 mm Glockenankermotor. Der wirkt einfach über eine Schnecke auf das eine Drehgestell. Das Drehgestell hat Haftreifen. Die ziehen also auch relativ gut für die geringe Größe. Ja. Und dann kann man sich so den Aufbau auch selber gestalten. Das ist jetzt hier aus Papier von Ihnen selber konstruiert und gebastelt. Genau. Nachdem die Chassis ja genormt sind und die Längenmaße sowieso nicht stimmen, braucht man sich auch nicht darum zu kümmern, ob jetzt Achsstände oder sowas passen. Das Chassis hat eine ziemlich würfelförmige Form, da kann man einfach was drüber bauen. Das ist ganz easy. Ja, ich habe über die Z-Shorty schon mal vor circa 2 Jahren ein Interview mit Ihnen gemacht in München-Giesing am Giesinger Bahnhof. Und da haben wir uns hier hauptsächlich dieses Modul angeschaut. Das ist im Format eines DIN A5-Blatts. Und das zeigt, dass hier doch eine komplette Anlage drauf Platz hat. Das zeige ich jetzt hier bloß mal ganz kurz nochmal. Aber hauptsächlich nutzt man die Gelegenheit, weil heute wesentlich mehr zu sehen ist als nur dieses eine Modul in Form, in Größe eines Essbrettchens, sondern hier so, wie heißt es, Frühstücksbrettmodule. Ich glaube, sie heißen offiziell Stammtischbrettchen. Das gibt es schon länger, die Entwicklung, ist, glaube ich, auch hier in München entstanden. Es ist im Prinzip, nachdem das Rokohan-Gleissystem sich so anbietet mit Schotterbett und vor allem diesen deutlich kräftigeren Gleisübergängen als beim Märklin-Gleissystem, dass man praktisch kleine Brettchen anfertigt, die dann einfach zusammengesteckt werden über die ganz normalen Schienenverbinder, und das ist ganz praktisch. Und dann ist das Maß wahrscheinlich durch die Gleise vorgegeben, was die Brettchen haben. Ganz genau, das passt auch wunderbar. Zufälligerweise, die Brettchen haben dann 11 x 22 cm. Die 22 cm sind die Länge von 2 Geraden. Und dieser Kurvenradius hier, das sind 95 mm. Die passen eben genau in die Länge auch gut rein oder halt über 11 cm dann in die Breite. Damit ist dann der Abstand zum Anlagenrand auch definiert. Und diese 95 mm, das ist jetzt hier der größere Kreis, die sind dann aber wahrscheinlich für Märklin gar nicht geeignet. Ja oder nein. Also Märklin hat, wie gesagt, das kleinsten Radius, den sie unterstützen, 14,5 cm. Es gibt aber durchaus Fahrzeuge, die hier noch fahren können. Das kann ich auch mal demonstrieren, wenn ich mal die Strecke frei mache. So. Den hier aus, den hier an. Jetzt Weichen stellen. Die Weichen werden hier manuell gestellt. Bei einer Anlage in der Größe spielt es auch gar keine Rolle, ob man das jetzt digital macht oder nicht. So, und jetzt vielleicht die richtige Fahrtrichtung einschalten. Die V100 kriegt schon Strom.
Und die kann mühelos sowohl die Weichen durchfahren, auch in S-Kurven, als auch dann den 95er Radius. Und mit kurzen Wegen funktioniert das auch. Längere Fahrzeuge klemmen dann natürlich, beziehungsweise wenn zu weit die Fahrzeugenden überstehen, dann gehen einfach in den Kurven die Kupplungen auch unter Umständen auseinander. Also hier haben wir eine V100 und wahrscheinlich andere auch. Und wenn wir die Weiche richtig stellen, dann geht es auch weiter. Dann gibt es keinen Kurzschluss und kein Herzstückproblem. Und hier haben wir einen Lufthansa City Express auf Basis eines ICEs, der hier nur wahrscheinlich selbst umlackiert ist. Der komplett selbst gebaut. Genau, also das sind wieder die auf den käuflichen Chassis und die Gehäuse sind 3D modelliert und bei Shadebase drucken lassen und dann selber lackiert. Und hier haben wir einen ICE. Auch der ist so einfach käuflich erhältlich. Ja. Rocco Hahn hat vor 2-3 Jahren begonnen, auch Shorties ausprobiert und es lief auch ganz gut, Shorties für den Überseemarkt zu produzieren. Auch die F7-Unit ist so käuflich erwerblich, wohingegen die Personenwägen dahinter sind auch wieder von Shadebase, von einem Herrn Stoney Smith. Und dann sehen wir hier eine Auswahl von Rocco Hahn-Zügen, die hier teilweise dann eben ganz normal nicht im deutschen Markt wahrscheinlich ankommen, aber in Japan wahrscheinlich laufen. Ja, da läuft dann auch so ein pinkfarbener Zug. Das ist tatsächlich original, also bis auf die Verkürzung als Shorty ist der ganz original. Es gibt seit ein paar Jahren, beziehungsweise jetzt glaube ich nicht mehr, er ist wieder umlackiert worden, aber ist vor ein paar Jahren wurde ein Shinkansen 500 Zug völlig im Hello Kitty Design umgebaut, das heißt die rosa Lackierung und auch im Inneren wurde die Inneneinrichtung völlig an die Hello Kitty Figur, die sehr populär ist in Japan, angepasst und ist auch sehr beliebt in Japan gewesen. Gab auch einen großen Bericht im Spiegel. Gut, dann bedanke ich mich bei Michael Kaintoch hier für die Vorstellung. Spur Z Shorties, noch kleiner vom Radius her. Macht Spaß, dass man eben auf kleinstem Platz auch Modelleisenbahn machen kann. Genau. Bedanke mich. Dankeschön.